Übersicht. Nur wenig ist über die Person, Entität oder Gruppe, die als Nobody, zu Deutsch Niemand bezeichnet wird, bekannt. Seit der ersten Begegnung im Jahr 1954 gab es immer wieder Sichtungen. Es wurde immer nur eine Person zur gleichen Zeit gesehen, die stets als männlicher Weißer in einem grauen Anzug mit einem Filzhut beschrieben wurde. Wenn er nach seiner Identität gefragt wurde, antwortete er immer Nobody. Allerdings ist nicht bekannt, ob es sich um eine einzelne Person oder mehrere Agenten einer einzelnen, unbekannten Organisation handelt. Seine Ziele sind zurzeit unbekannt. Manchmal hilft niemand der Foundation, manchmal behindert er sie. Jedem Agenten, der einer Person begegnet, die sich als Nobody identifiziert, wird zur Vorsicht geraten. Erste Aktenlage. Das Auftauchen von Nobody. Die erste offiziell dokumentierte Begegnung mit der Entität, dem Individuum oder der Organisation, die sich selbst als Nobody bezeichnet, datiert auf das Jahr 1954. Die Umstände dieser ersten Sichtung gelten bis heute als unvollständig rekonstruiert, da zeitgenössische Berichte fragmentarisch, teilweise widersprüchlich und in mehreren Fällen nachträglich revidiert wurden. Gemeinsamer Nenner aller frühen Protokolle ist jedoch das plötzliche, nicht angekündigte Auftreten einer einzelnen Person in unmittelbarer Nähe zu einem laufenden Eindämmungsvorgang der SCP Foundation. Bereits in dieser ersten Aktenlage wird deutlich, dass Nobody nicht den bekannten Kategorien anomaler Phänomene zugeordnet werden kann. Es handelt sich weder um ein Objekt mit klar definierbaren Eigenschaften, noch um eine identifizierbare Organisation mit Struktur, Ressourcen oder nachvollziehbarer Agenda. Stattdessen beschreibt die Aktenlage ein wiederkehrendes Muster. Eine einzelne, äußerlich unauffällige Person, die scheinbar ohne logistische Vorbereitung, ohne erkennbare Transportmittel und ohne messbare anomale Signatur erscheint. Und ebenso spurlos wieder verschwindet. Die visuelle Beschreibung ist über Jahrzehnte hinweg bemerkenswert konstant geblieben. In sämtlichen bestätigten Sichtungen wird Nobody als männlich, weiß, mittleren Alters, bekleidet mit einem grauen Anzug und einem Filzhut beschrieben. Diese Konsistenz legt entweder eine außergewöhnliche Stabilität der Erscheinung nahe oder deutet darauf hin, dass es sich um mehr als eine Person handelt, die bewusst ein identisches Erscheinungsbild nutzt. Beide Hypothesen bleiben mangels belastbarer Beweise offen. Besonders auffällig ist das kommunikative Verhalten. Wird die betreffende Person nach Name, Funktion oder Zugehörigkeit gefragt, lautet die Antwort ausnahmslos Nobody. Weder unter Zwang noch unter kooperativen Gesprächsbedingungen konnte bislang eine abweichende Selbstbezeichnung dokumentiert werden. Ob es sich hierbei um eine bewusste Täuschung, eine semantische Schutzmaßnahme oder eine tatsächliche ontologische Eigenschaft handelt, ist Gegenstand fortlaufender Analyse. Frühe Versuche, Nobody als SCP-Objekt zu klassifizieren, wurden verworfen. Der Hauptgrund hierfür liegt in der fehlenden Reproduzierbarkeit, der Abwesenheit eines stabilen Eindämmungsszenarios sowie der Tatsache, dass Nobody keinerlei erkennbares Interesse an Selbsterhaltung, Expansion oder direkter Konfrontation zeigt. Stattdessen bewegt sich die Entität an der Grenze zwischen Beobachter, Akteur und Störvariable. Bereits in den ersten Akten wird daher eine alternative Einordnung vorgeschlagen. Nobody ist weniger als Objekt zu verstehen, sondern vielmehr als Interessengruppe eigener Art oder als nicht eindeutig trennbare Entität, deren Existenz sich nur durch punktuelle Überschneidungen mit Foundation-Aktivitäten manifestiert. Diese frühe Einschätzung bildet bis heute die Grundlage für den vorsichtigen, abwartenden Umgang der Foundation mit dem Phänomen. Konsistente Erscheinung, inkonsistente Realität. Über alle bekannten Sichtungen hinweg, verteilt über mehrere Jahrzehnte, Kontinente und operative Kontexte, zeigt Nobody ein bemerkenswert konstantes äußeres Erscheinungsbild. In sämtlichen als glaubwürdig eingestuften Berichten wird dieselbe Beschreibung geliefert. Eine einzelne männliche Person, weiß, unauffällige Statur, gekleidet in einen grauen Anzug klassischer Schnittart, ergänzt durch einen Filzhut. Abweichungen in Kleidung, Alterung, Verletzungen oder sichtbaren Gebrauchsspuren wurden bislang nicht dokumentiert. Diese visuelle Stabilität steht in einem auffälligen Kontrast zur ansonsten inkonsistenten und schwer vorhersagbaren Natur der Begegnungen. Während Ort, Zeitpunkt, Kontext und Auswirkungen der Interaktion stark variieren, bleibt die Erscheinung selbst unverändert. Aus analytischer Sicht ist diese Konstanz kein beruhigender Faktor, sondern ein Warnsignal.
In bekannten anomalen Mustern geht visuelle Unveränderlichkeit häufig mit entweder nichtlinearer Zeitwahrnehmung, regenerativen Prozessen oder bewusst kontrollierter Selbstrepräsentation einher. Die Foundation hat früh begonnen, diese Erscheinung nicht als bloße Beschreibung, sondern als potenziellen aktiven Bestandteil des Phänomens zu betrachten. 3 Hauptthesen stehen dabei bis heute im Raum. Erstens, die Hypothese einer einzelnen Entität, die entweder nicht altert oder außerhalb konventioneller Zeitabläufe existiert. Diese Erklärung würde die konstante Erscheinung erklären, wirft jedoch neue Fragen hinsichtlich Motivation, Herkunft und biologischer oder ontologischer Grundlage auf. Auffällig ist hierbei, dass Nobody trotz zahlreicher Gelegenheiten keine erkennbare Schwäche, Erschöpfung oder Anpassung an veränderte Umweltbedingungen zeigt. Zweitens, die Annahme mehrerer Individuen oder Agenten, die bewusst ein identisches Erscheinungsbild nutzen. Diese Theorie setzt eine Organisation voraus, die über Generationen hinweg ein einheitliches Auftreten wahrt und gleichzeitig in der Lage ist, Foundation-Operationen zu beobachten oder zu beeinflussen, ohne Spuren in bekannten Geheimdienst, anomalen oder zivilen Netzwerken zu hinterlassen. Die logistischen Anforderungen einer solchen Struktur stehen bislang in keinem Verhältnis zu den beobachteten Eingriffen. Drittens, und aus Sicht vieler Analysten die beunruhigendste Option: die Möglichkeit eines mimetischen oder konzeptuellen Konstrukts. In diesem Szenario wäre das Erscheinungsbild selbst Teil der Anomalie, eine Art visuelle Konstante, die sich unabhängig vom Träger reproduziert. Nobody wäre demnach weniger eine Person als vielmehr eine Rolle, die sich situativ manifestiert. Dies würde erklären, warum Berichte sich gleichen, ohne dass physische Beweise für Kontinuität existieren. Besonders problematisch ist, dass keine der Theorien eindeutig falsifizierbar ist. Biomaterial konnte nie gesichert werden, Überwachungsaufnahmen zeigen oft Lücken oder Bildstörungen kurz vor und nach dem Auftreten, und direkte Nachverfolgungen endeten ausnahmslos ergebnislos. Die Realität um Nobody wirkt dadurch fragmentiert, während die Erscheinung selbst stabil bleibt. Ein Muster, das in der Foundation-Dokumentation als klassischer Indikator für tiefer liegende strukturelle Anomalien gilt. Aus diesem Grund wird das konstante Erscheinungsbild nicht länger als Identifikationsmerkmal verstanden, sondern als Teil der Tarnung oder der Funktionsweise. Wer oder was sich dahinter verbirgt, bleibt offen. Sicher ist nur, die Gleichförmigkeit ist kein Zufall und vermutlich nicht für die Beobachter bestimmt, sondern für die Realität selbst. Verhalten gegenüber der Foundation. Die Interaktionen zwischen Nobody und der SCP Foundation entziehen sich bis heute jeder klaren Kategorisierung. Anders als bei bekannten Interessengruppen oder anomalen Akteuren lässt sich weder ein konsistentes Feind- noch ein verlässliches Kooperationsmuster feststellen. Stattdessen zeigt sich ein Verhalten, das situativ, selektiv und in seiner Wirkung oft erst rückblickend bewertbar ist. In mehreren dokumentierten Fällen trat Nobody als indirekter Unterstützer auf. Hinweise wurden platziert, ohne formale Kontaktaufnahme. Zugänge zu Informationen, die nachweislich außerhalb der bekannten Erfassungsreichweite der Foundation lagen, wurden ermöglicht. In einzelnen Vorfällen führte sein Eingreifen nachweislich dazu, dass Eindämmungsbrüche verhindert oder zivile Opferzahlen reduziert wurden. Auffällig ist dabei, dass diese Unterstützungsleistungen stets unvollständig blieben. Entscheidende Details fehlten, Zeitfenster waren extrem knapp bemessen, und es existierte nie eine Möglichkeit zur Rückfrage oder Verifikation. Hilfe wurde gewährt, aber ausschließlich zu Bedingungen, die nicht von der Foundation kontrolliert wurden. Demgegenüber stehen ebenso belegte Fälle, in denen Nobody aktiv störend oder behindernd agierte. Einsatzpläne wurden kompromittiert, ohne dass nachvollzogen werden konnte, wie entsprechende Informationen abgeflossen waren. Beobachtungen deuten darauf hin, dass operative Entscheidungen antizipiert wurden, noch bevor sie auf formaler Ebene finalisiert waren. In mindestens 2 Vorfällen kam es zu Verzögerungen oder Umleitungen von Personal, die retrospektiv als gezielte Manipulation interpretiert werden müssen. Auch hier gilt, das Handeln war präzise, minimalinvasiv und auf Wirkung optimiert. Niemals chaotisch, niemals offen feindselig. Besonders problematisch ist, dass sich Unterstützung und Sabotage nicht klar voneinander trennen lassen. Mehrere Ereignisse zeigen, dass ein Eingreifen zunächst als hilfreich erschien, sich später jedoch als Auslöser sekundärer Komplikationen herausstellte. In anderen Fällen verhinderte Nobody offenbar eine Maßnahme der Foundation, die sich im Nachhinein als fehlerhaft oder eskalierend erwiesen hätte.
Diese Ambivalenz erschwert jede Bewertung. Ob Nobody im jeweiligen Moment im Interesse der Foundation, im Interesse eines übergeordneten Ziels oder nach einer völlig eigenen Logik handelte, bleibt unklar. Ein zentrales Merkmal aller bekannten Interaktionen ist das Fehlen von Kommunikation auf Augenhöhe. Nobody gibt keine Erklärungen, formuliert keine Forderungen und rechtfertigt sein Handeln nicht. Wenn er angesprochen wird, bleibt seine Antwort stets gleich, unabhängig von Kontext, Rang oder Dringlichkeit. Diese bewusste Verweigerung von Dialog ist kein Nebenprodukt, sondern offenbar ein integraler Bestandteil seines Auftretens. Sie entzieht der Foundation die Möglichkeit, Motive zu analysieren oder Verhaltensmuster durch gezielte Reaktion zu beeinflussen. Aus operativer Sicht stellt nicht ein einzelner Eingriff die größte Gefahr dar, sondern die grundsätzliche Unberechenbarkeit. Die Foundation kann weder von wohlwollender Unterstützung ausgehen noch von konsistenter Gegnerschaft. Jede Begegnung muss daher isoliert betrachtet werden, ohne Annahmen über Absicht oder Ausgang. Dieses Maß an Unsicherheit bindet Ressourcen, erhöht das Risiko von Fehlentscheidungen und untergräbt langfristige Planbarkeit. In internen Risikobewertungen wird Nobody daher nicht primär als feindlicher Akteur geführt, sondern als unkontrollierbarer Variablenfaktor. Ein Faktor, der jederzeit Einfluss nehmen kann, ohne sich zu erkennen zu geben und ohne verpflichtet zu sein, die Konsequenzen seiner Eingriffe offenzulegen. Genau diese Kombination macht ihn weniger greifbar als viele bekannte Bedrohungen und strategisch deutlich gefährlicher. Die Identitätsfrage. Die konsequente Selbstbezeichnung als Nobody stellt eines der zentralen und zugleich irritierendsten Merkmale dieses Akteurs dar. Unabhängig von Situation, Fragesteller oder operativem Kontext beantwortet die beobachtete Entität jede direkte Identitätsabfrage mit exakt derselben Angabe. Es existieren keine Abweichungen, keine Ergänzungen, keine ironischen oder ausweichenden Varianten. Diese absolute Konsistenz legt nahe, dass es sich nicht um eine spontane Schutzbehauptung handelt, sondern um einen bewusst gewählten, funktionalen Bestandteil des Phänomens. Innerhalb der Foundation werden mehrere Deutungsansätze diskutiert, ohne dass einer davon bislang als abschließend bewertet werden konnte. Eine verbreitete Theorie interpretiert Nobody als klassischen Tarnnamen. In diesem Modell wäre die Bezeichnung eine operative Maßnahme zur Verhinderung von Rückverfolgbarkeit, Profilbildung oder personalisierter Gegenmaßnahmen. Gegen diese Annahme spricht jedoch, dass ein Tarnname üblicherweise variabel eingesetzt wird, während Nobody unter allen Umständen unverändert bleibt, selbst dann, wenn keine unmittelbare Bedrohungslage besteht. Ein zweiter Ansatz betrachtet Nobody weniger als Namen, sondern als Konzept. Demnach handelt es sich bei der Antwort nicht um eine Identitätsverweigerung, sondern um eine inhaltliche Aussage. Die Entität versteht sich selbst nicht als individuelle Person, sondern als Funktion, Rolle oder Schnittstelle. Diese Interpretation wird durch das Fehlen persönlicher Merkmale gestützt. Es existieren keine bekannten Gewohnheiten, keine erkennbaren emotionalen Reaktionen, keine Hinweise auf individuelle Motivation oder Selbsterhaltung. Nobody agiert, erfüllt eine Aufgabe und verschwindet wieder aus dem beobachtbaren Raum. Eine weitergehende, wenn auch kontroverse Theorie geht von einer bewussten Negation von Identität aus. In diesem Modell ist Nobody nicht einfach jemand, der seinen Namen nicht preisgibt, sondern jemand, der aktiv die Zuschreibung einer Identität unterläuft. Dies könnte mimetische oder ontologische Effekte haben. Eine Entität ohne feste Identität entzieht sich Kategorisierung, Verantwortungszuschreibung und in gewissem Maße auch Wahrnehmungsfiltern. Sollte diese Hypothese zutreffen, wäre Nobody nicht nur ein Akteur, sondern ein Mechanismus zur Umgehung institutioneller und kognitiver Kontrolle. Auffällig ist, dass Nobody niemals korrigiert wird. Keine externe Instanz hat jemals versucht, diese Selbstbezeichnung zu widerlegen oder zu relativieren. Auch interne Dokumente der Foundation verwenden den Begriff trotz seiner Unschärfe weiterhin, da es an belastbaren Alternativen fehlt. Damit ist Nobody zugleich Bezeichnung, Platzhalter und Problemdefinition. Ein Name, der gerade durch seine Leere Wirkung entfaltet. Bislang existieren keine Beweise, die eine der Theorien eindeutig bestätigen oder ausschließen. Die Foundation hält daher bewusst mehrere Erklärungsmodelle parallel aufrecht.
Diese Offenheit ist keine Schwäche, sondern eine Notwendigkeit, da jede vorschnelle Festlegung die Gefahr birgt, ein Phänomen zu vereinfachen, das sich gerade durch seine Verweigerung einfacher Zuordnung auszeichnet. Strategische Unsicherheit. Aus strategischer Perspektive stellt Nobody eine außergewöhnliche Herausforderung dar. Während die meisten Interessengruppen, ob feindlich, kooperativ oder opportunistisch, anhand ihrer Ziele, Ressourcen und Reaktionsmuster eingeordnet werden können, entzieht sich Nobody dieser Logik vollständig. Er operiert nicht sichtbar im geopolitischen Raum, beeinflusst diesen jedoch punktuell und mit disproportionaler Wirkung. Seine Existenz wird daher weniger als Bedrohung im klassischen Sinne bewertet, sondern als variable Größe innerhalb eines ohnehin instabilen anomal-strategischen Gefüges. Ein zentrales Problem besteht darin, dass die Foundation weder Kooperation noch Konfrontation erzwingen kann. Es existiert kein bekannter Kommunikationskanal, der verlässlich initiiert werden könnte. Versuche, Kontakt gezielt herzustellen, blieben bislang erfolglos oder führten lediglich zu passiver Beobachtung ohne Interaktion. Ebenso wenig lassen sich Abschreckungsmechanismen anwenden. Nobody zeigt keine Reaktion auf Machtdemonstrationen, Warnungen oder strategische Signale, die bei anderen Akteuren Wirkung entfalten würden. Gleichzeitig ist eine offene Konfrontation weder praktikabel noch sinnvoll. Da weder Aufenthaltsorte noch physische oder ontologische Verwundbarkeiten bekannt sind, würde jede aggressive Maßnahme ins Leere laufen, mit dem zusätzlichen Risiko, unbeabsichtigte Folgereaktionen auszulösen. Die Foundation geht daher davon aus, dass Nobody auf Eskalation nicht mit Rückzug, sondern mit Anpassung reagieren würde. Welche Form diese Anpassung annehmen könnte, ist nicht prognostizierbar. Infolgedessen stützt sich der Umgang mit Nobody auf Vorsicht statt Kontrolle. Interne Protokolle schreiben vor, dass jede Begegnung oder indirekte Einflussnahme unverzüglich zu dokumentieren ist, ohne sie zu bewerten oder zu interpretieren. Agenten sind angehalten, keine Fragen zu stellen, die über operative Notwendigkeit hinausgehen, und keine Erwartungen an Unterstützung oder Neutralität zu entwickeln. Jede Annahme über Absichten wird als potenzielles Risiko betrachtet. Darüber hinaus gilt Nobody intern als Indikator für größere Entwicklungen. Sein Auftreten wird häufig nicht als isoliertes Ereignis gewertet, sondern als mögliches Symptom tiefer liegender Verschiebungen im anomalpolitischen Gleichgewicht. Wo Nobody erscheint, wird nicht nur sein Handeln analysiert, sondern auch das Umfeld. Welche Operationen laufen, welche Entscheidungen stehen bevor, welche Eskalationspfade könnten eröffnet werden. Diese strategische Unsicherheit ist belastend, aber nicht neu. Die Foundation hat gelernt, mit Akteuren zu existieren, die sich nicht kontrollieren lassen. Der Unterschied liegt darin, dass Nobody weder kalkulierbar noch eindeutig lokalisierbar ist. Er ist präsent, ohne greifbar zu sein. Ein Einflussfaktor, der nicht bekämpft, nicht rekrutiert und nicht ignoriert werden kann. Gerade deshalb bleibt Vorsicht das oberste Gebot. Nicht weil Nobody zwangsläufig feindlich ist, sondern weil seine Handlungen unabhängig von den Erwartungen der Foundation erfolgen. In einem System, das auf Eindämmung und Vorhersehbarkeit angewiesen ist genau diese Unabhängigkeit der entscheidende Risikofaktor. Aktueller Status und offene Fragen. Der gegenwärtige Wissensstand der SCP Foundation in Bezug auf den als Nobody bezeichneten Akteur ist trotz jahrzehntelanger Beobachtung bemerkenswert begrenzt. Seit der ersten dokumentierten Begegnung im Jahr 1954 wurden zahlreiche Sichtungen, indirekte Eingriffe und punktuelle Interaktionen verzeichnet. Doch diese Fragmente fügen sich bis heute nicht zu einem konsistenten Gesamtbild zusammen. Es existieren keine gesicherten Daten zur Herkunft, Organisationsstruktur, Ressourcenbasis oder langfristiger Zielsetzung. Selbst die grundlegende Frage, ob es sich um eine einzelne Entität, mehrere koordinierte Akteure oder ein nicht klassisches, möglicherweise mimetisches oder ontologisches Phänomen handelt, bleibt unbeantwortet. Bekannt ist lediglich, dass Nobody wiederkehrend in Situationen auftaucht, die für die Foundation von strategischer oder anomal kritischer Bedeutung sind. Diese Korrelation ist auffällig, jedoch nicht ausreichend, um daraus ein klares Motiv abzuleiten. In einigen Fällen führten seine Handlungen zur Stabilisierung von Eindämmungslagen oder zur Vermeidung größerer Eskalationen. In anderen Fällen verzögerte oder unterlief er operative Abläufe, ohne dabei offen feindselig aufzutreten. Ein übergeordnetes Muster lässt sich daraus bislang nicht ableiten. Besonders problematisch ist das Fehlen belastbarer Prognosemodelle.
Während andere Interessengruppen zumindest reaktiv eingeschätzt werden können, entzieht sich Nobody jeder Form verlässlicher Vorhersage. Sein Verhalten folgt weder klaren Eigeninteressen noch erkennbaren ideologischen Linien. Kooperation erfolgt ohne Vorankündigung, ebenso wie Behinderung, und beides ohne nachträgliche Erklärung. Damit bleibt jede Begegnung ein Einzelfall, der nur retrospektiv eingeordnet werden kann. Die Foundation hat daher bewusst darauf verzichtet, Nobody einer festen Gefahren- oder Bedrohungsklasse zuzuordnen. Eine solche Kategorisierung würde ein Maß an Verständnis voraussetzen, das aktuell nicht existiert. Stattdessen wird er als unkalkulierbarer Einflussfaktor geführt. Nicht aktiv feindlich, nicht zuverlässig neutral und nicht dauerhaft kooperativ. Diese Einstufung spiegelt weniger eine Bewertung seiner Absichten wider als vielmehr die Grenzen unseres Wissens. Abschließend lässt sich festhalten, dass Nobody nicht deshalb als Risiko gilt, weil er angreift, zerstört oder offen eskaliert. Seine Gefährlichkeit liegt in der Ungewissheit. In einem System, das auf Kontrolle, Planung und Vorhersagbarkeit angewiesen ist, stellt ein Akteur, dessen Loyalität situativ und nicht erkennbar ist, eine strukturelle Schwachstelle dar. Man weiß nie, ob seine nächste Intervention stabilisiert oder destabilisiert, schützt oder untergräbt. Genau diese Ambivalenz macht Nobody zu einem der schwer greifbaren, aber dauerhaft relevanten Faktoren im Wirkungsbereich der SCP Foundation. Nicht als Gegner, nicht als Verbündeter, sondern als Variable, die sich jeder eindeutigen Zuordnung entzieht. O4-Einordnung. Abschließende Einordnung durch O4-Ebene, mit klarer Abgrenzung zu klassischen Interessengruppen. Feststellung, dass Nobody weder als feindlich noch als verbündet eingestuft werden kann, sondern als systemischer Unsicherheitsfaktor zu betrachten ist. Betonung, dass die größte Gefahr nicht von direkten Handlungen ausgeht, sondern von der Tatsache, dass Motivation, Entscheidungslogik und langfristige Ziele vollständig im Dunkeln liegen. Die O4-Einordnung stellt fest, dass Nobody auffällig oft an neuralgischen Punkten auftaucht, dort, wo Entscheidungen getroffen werden, nicht dort, wo gekämpft wird. Dies deutet auf ein Interesse an Lenkung statt Kontrolle hin. Ob diese Lenkung zugunsten der Foundation, der Realität oder eines völlig unabhängigen Ziels erfolgt, bleibt ungeklärt. Empfehlung der O4-Ebene. Begegnungen mit Nobody sind nicht zu eskalieren, aber vollständig zu dokumentieren. Keine Weitergabe strategischer Kerninformationen. Keine Versuche, Nobody zu binden, zu rekrutieren oder zu neutralisieren. Jeder Versuch, ihn in ein klassisches Freund-Feind-Schema zu pressen, wird als potenziell kontraproduktiv bewertet. O4-Ebene. Abschließende Feststellung von O4-1. Solange Nobody beobachtet, ohne offen einzugreifen, besteht kein Anlass zur direkten Intervention. Sollte sich jedoch ein Muster abzeichnen, in dem seine Handlungen systematisch die Handlungsfähigkeit der Foundation untergraben oder gezielt Schlüsselereignisse beeinflussen, ist eine Neubewertung auf O5-Ebene unverzüglich einzuleiten. O4-1.